Servus Leute, es ist ja schon eine ganze Weile her, dass Flames of War Content hier auf dem Kanal gekommen ist, und da das aber jetzt wieder aktuell geworden ist, also Flames of War bei mir, und ich mich generell damit mehr beschäftigen möchte, wird dazu jetzt auch wieder Content kommen, und da habe ich so das ein oder andere geplant. Starten möchte ich jetzt mal mit ein paar Büchern, und zwar in Bezug auf die Deutschen und den Einstieg in Late War. Also grundsätzlich habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Wie gesagt, wir beschäftigen uns hier jetzt mit dem Thema Late War. Das ist der Bereich, in dem ich auch spieltechnisch bisher unterwegs war. Und mal schauen, was da in Zukunft noch so kommt. Vielleicht auch mal etwas in andere Richtungen, weil für Afrika kommt ja bald, ich glaube sogar in einem Monat, also jetzt im Februar, ein neues Buch raus. Also mal schauen, was da passiert. Wäre für mich auch eine Gelegenheit, in diesen Bereich reinzuschnuppern. Aber wir bleiben hier jetzt mal spezieller auch bei D-Day. Und dafür gibt es für die Deutschen eben aktuell zwei Bücher. Und zwar das D-Day German Buch und das D-Day Waffen-SS Buch. Jetzt hat man natürlich die Qual der Wahl, was soll man sich holen? So viele Möglichkeiten, unterschiedliche, teilweise auch gleiche, ähnliche Sachen, dass man nicht ganz genau weiß, was soll ich mir jetzt zulegen oder wo soll ich vielleicht starten, wenn ich mit dem Spiel überhaupt erst anfangen möchte. Und daher schauen wir jetzt einmal in die Bücher rein, was wir da so alles finden. Starten werde ich hier einfach mal mit dem German Buch, also Forces in the Normandy 1944. Das bringt euch einfach die meiste Auswahlmöglichkeit und auch Abwechslung. Wenn wir uns hier mal den Content ansehen, ab Seite 18 starten dann die Formationen, die ihr bekommt. Da habt ihr schon ganz als erstes die Beach Defense Grenadier Kompanie, also da ist auch alles um das Thema D-Day herum eben aufgebaut. Das wäre eben eine reine Infanterieformation. Dann eben noch weiter, was ihr hier bekommt, ist die Fallschirmjäger Kompanie, dann Fallschirmjäger Assault Gun Company, und dann geht es weiter ab Seite 37 mit den Panzerkompanien. Da gibt es dann die Tiger Tank Company, dann Panther Tank Company, Panzer IV Tank Company und dann natürlich noch weitere Dinge wie eben Armored Panzer Grenadier Company, Panzer Grenadier Company, was an und für sich das gleiche ist, nur eben ohne Transportfahrzeuge, Reconnaissance Company und dann eine ganze Reihe von Support Units, die ihr hier bei den Deutschen dann eben spielen könnt im Late War, also eine ganze Menge von Auswahl. Und auch generell der Aufbau ist ja auch gleich, wie es bekannt ist, eben von den Flames of War Büchern. Ihr habt hier am Anfang Hintergrund, dann die ganzen verschiedenen Formationen mit eben auch den Einheiten abgebildet, in Form, wie die Einheitenkarten dann auch aussehen, und bekommt hier eigentlich alles, was ihr so an Regeln braucht zum Spielen. Natürlich sind auch die allgemeinen Sonderregeln hier enthalten, und diese verschiedenen Formationen haben wir jetzt gerade gesehen, die euch hier zur Verfügung stehen und geben euch dann doch schon eine ganz große und schöne Auswahl, wenn ihr Flames of War starten wollt, beziehungsweise im Speziellen eben die Deutschen. In diesem Zusammenhang für mich definitiv die erste Wahl, da einfach am meisten geboten wird in diesem Buch und man hier dann schon sehr weit kommt mit diesen Inhalten. Also meine Empfehlung Nummer 1 wahrscheinlich auf jeden Fall dieses Buch, aber das soll natürlich das nächste, der Waffen-SS, jetzt nicht schmälern, und das schauen wir uns gleich jetzt im Anschluss an. Hier jetzt also das jüngere der beiden Bücher, ist auch vom Umfang her jetzt nicht so dick, aber dennoch eine ganze Menge, das was hier geboten wird, und ich hätte auch gesagt, wir schauen uns hier gleich mal wieder den Inhalt an. Hier starten wir auch ab Seite 17 mit unseren Formationen. Es gibt hier eben die Tiger SS Tank Company, dann
die Panther SS Tank Company, Panzer IV SS Tank Company, Stug SS Tank Company und dann eben bei den Infanterieformationen haben wir dann die Armored SS Panzergrenadier Company, die SS Panzergrenadier Company, eben auch wieder das gleiche Thema, ist eigentlich das grundsätzlich selbe, nur einmal mit den Fahrzeugen dabei und einmal ohne. Und dann eben noch die Reconnaissance Company und ganz zum Schluss dann noch eine Reihe von Support-Einheiten, die ihr auch hier zur Auswahl habt. Was hier natürlich gleich mal auffällt, wir haben grundsätzlich schon das gleiche an Inhalt geboten, wie auch im German Buch. Also auch hier eine Panther Company oder Panzer IV Company. Das ist alles eigentlich auch im anderen Buch enthalten. Den Hauptunterschied machen hier dann weniger die verschiedenen Formationen, die ihr spielen könnt, sondern dann geht es mehr speziell auf die Einheiten bzw. auf die Regeln. Denn ja, ihr habt hier natürlich noch immer die Deutschen, die ihr spielt, aber hier eben mit ein paar eigenen SS-Sonderregeln, die dann hier speziell sind und eben sich dann doch abheben von dem, was im deutschen Buch gespielt werden kann. Und natürlich auch die Einheiten selbst, denn wieder eine Sache, die man eben hier gleich sieht, die meisten Einheiten sind aggressive und werden bereits auf die 3 Plus getroffen, wobei bei den Deutschen generell das doch eher in Richtung 4 Plus geht. Mit Ausnahme, ich glaube, nur die Tiger Kompanie, die Tiger SS Tank Kompanie ist die einzige, die dann auf 4 Plus getroffen wird. Alles andere bereits auf die 3 Plus. Das sind so die größeren Unterschiede gegenüber dem, was ihr normalerweise im anderen D-Day German Buch spielen könnt. Ihr habt hier jetzt gesehen, was ihr so alles bekommt in den Büchern. Aus meiner Empfehlung, wie gesagt, wir bewegen uns hier immer noch im Bereich 1944 D-Day. Meine Entscheidung, ich würde euch raten, fangt an mit dem D-Day German Buch. Hier bekommt ihr am meisten an Möglichkeiten. Das Buch ist auch eben dicker. Ihr habt hier eine ganze Reihe von Listen drinnen und die sind auch recht abwechslungsreich. Also ihr habt hier einiges an Möglichkeiten, um mit dem Bereich Late War bei Flames of War anzufangen. Wenn es um die Deutschen geht, würde ich auf jeden Fall empfehlen als erstes Buch, wenn ihr diese Armee starten wollt. Die zweite Möglichkeit eben würde ich bei der Waffen-SS sehen, aber dieses Buch entweder nur, wenn ihr komplettieren wollt, also ohnehin schon Deutsche spielt und sagt, okay, ist mal eine Abwechslung, oder wenn ihr eine Herausforderung sucht, da diese dann doch leichter zu treffen sind im Spiel, auch wenn sie bessere Motivation haben, aber sie sind leichter zu treffen. Das passiert doch häufiger, dass mal auf einen geschossen wird, daher eher eine Herausforderung. Damit zu starten, auf alle Fälle auch eine Möglichkeit, würde aber dennoch das allgemeine Buch für die Deutschen empfehlen. Oder natürlich, ihr könnt jetzt auch noch warten, es ist ja für 2022 ja auch noch das German Bulge Buch geplant. Ich habe jetzt noch keine Info, wann das rauskommen sollte. Ursprünglich war ja, glaube ich, gedacht 2021. Das American Buch dazu haben wir ja schon, also American Bulge. Und das zu den Deutschen soll ja das nächste angeblich sein, das hier kommt. Ich glaube, dazwischen ist wahrscheinlich nur noch das Nordafrika-Buch und dann wird das schon kommen. Also auch das wäre noch eine dritte Möglichkeit, einfach auf dieses Buch zu warten und damit dann anzufangen. Da habt ihr sicher nochmal eine ganze Reihe von weiteren Auswahlmöglichkeiten, weil wir uns da dann doch im Bereich von 1944 und 1945 bewegen werden. Also auch das eine Möglichkeit. Wofür ihr euch jetzt natürlich entscheidet, bleibt euch überlassen. Ich kann es nur noch mal kurz sagen, würde ich jetzt anfangen von mir selbst, ich würde mit diesem Buch gehen.
Und ja, ich werde euch hier jetzt noch die beiden Videos verlinken zu Flames of War. Was ist überhaupt Flames of War und wie man mit Flames of War einsteigen kann. Bis zum nächsten Video. Ciao.